Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Thomas kocht. Heute backen wir allerdings wieder, denn ich bin der Koch, der auch viel backt. Und zwar machen wir einen leckeren Zwetschgenkuchen, denn es ist wieder Zwetschgenzeit bzw. Pflaumenzeit. Und das Beste an diesem Kuchen ist, er ist nicht nur super lecker, nein, er macht auch wirklich wenig Arbeit und geht relativ schnell. Also ihr dürft gespannt sein, ein paar kleine Tipps verrate ich euch auch noch. Unseren Zwetschgenkuchen machen wir mit einem Mürbeteig in diesem Fall, aber auch ein Hefeteig geht super. Ich habe da noch ein Rezept mit einem Rhabarberkuchen, das blende ich euch oben ein, falls ihr lieber einen Hefeteig nehmen wollt. Man nennt diesen Teig auch 3-2-1-Teig, weil 3 Teile Mehl, 2 Teile Butter, 1 Teil Zucker. Einfacher geht es nicht, kann sich jeder merken. Dann kommt dazu ein wenig Zitronenabrieb, ein Ei, etwas Vanillezucker. Ich habe hier selbstgemachten, Päckchen geht auch, könnt ihr aber auch notfalls weglassen. Backpulver und eine gute Prise Salz und natürlich unsere Zwetschgen oder eben auch Pflaumen. Ich fange hier an mit dem Mehl, gebe da das Backpulver rein. Es ist immer eine gute Idee, bei solchen Teigen erstmal die trockenen Taten zu vermischen, denn dann vermischt sich das Backpulver deutlich besser. So, das können wir jetzt sogar noch kurz sieben. Das Sieben hat hier auch noch den Vorteil, also es gehen natürlich Klümpchen raus, was bei diesem Teig nicht wirklich wichtig ist, denn die Klümpchen knete ich nachher sowieso raus. Aber das Backpulver verteilt sich auch viel gleichmäßiger im Teig und so bekomme ich keine Stellen, die etwas mehr oder weniger aufgehen. So, dann Prise Salz, Vanillezucker, normaler Zucker. Ein wenig Zitronenabrieb. Ich würde euch auf jeden Fall Bio-Zitrone empfehlen, denn dann könnt ihr ruhigen Gewissens den Abrieb auch essen. Und natürlich ist es einfach auch besser für die Umwelt. So, dann kommt unsere Butter dazu. Einmal kurz vermengen. Butter mit dazu. Und unser Ei. Das Schöne an diesem Teig ist, wir nehmen einen Teil für den Boden und einen anderen Teil nehmen wir uns weg für die Streusel. Das heißt, wir brauchen wirklich nur einen Teig und das macht die Sache natürlich sehr schnell. Und gehen muss der Teig auch nicht, weil keine Hefe drin ist. Ihr könnt das auch mit der Küchenmaschine machen. Ich mache es jetzt hier eben schnell von Hand. So, hiervon nehme ich mir gleich etwas weg für meine Streusel, etwa 1/3 und den Rest kneten wir jetzt zusammen. So, normalerweise macht man ja Mürbeteig immer in den Kühlschrank. Ich mache ihn jetzt direkt in die Form und stelle den Teig dann ein bisschen kalt. Das ist einfach die schnelle Version. So, der Vorteil natürlich, den der Mürbeteig hier in diesem Fall hat, ist ganz einfach der, dass ich ihn nicht gehen lassen muss wie ein Hefeteig. Das heißt, es geht tatsächlich einfach schnell. Ihr könnt euch die Hände so ein bisschen melieren. Wenn ihr einfach hier mit dem Finger so in die Seiten reingeht, dann kriegt ihr das gut hochgedrückt. So, wenn der Boden jetzt schön ausgekleidet ist, ja, zieht wie gesagt den Rand ruhig auch ein bisschen höher. Dann lasse ich das Ganze trotzdem noch mal etwa ein Viertelstündchen in den Kühlschrank wandern. Aber wir brauchen ja dann die Zeit, um die Pflaumen vorzubereiten. So, die Zwetschgen halbieren wir einfach. Schneidet sie nicht ganz durch. Klappt sie einfach so auf. Kern raus. Fertig. Ich würde euch übrigens empfehlen, habe ich vergessen zu sagen, nehmt ruhig kalte Butter für euren Teig, denn dann wird er nicht ganz so weich und lässt sich einfach deutlich besser verarbeiten. Ich habe heute meinen Gemüsehändler gefragt, Unterschied Pflaume-Zwetschge. Ist also eine etwas längere Geschichte. Eine Pflaume, das hier ist eine Zwetschge, die sind auf jeden Fall oval, also
eiförmig und eine Pflaume ist rund. Wird beides zur gleichen Familie. Aber es gibt wohl noch 1000 andere Unterschiede. Mein Gemüsehändler hat gesagt, braucht er mir nicht alles zu erzählen, kann ich mir sowieso nicht merken. Wahrscheinlich hat er da auch recht mit gehabt. Deswegen, das kann ich mir merken. Zwetschge ist eiförmig, Pflaume ist rund. Wusstet ihr eigentlich, dass wenn ihr zum Beispiel einen Pflaumenkompott kocht, dass hier in diesen Kernen, wenn ihr die spaltet, ist ein kleiner Keimling drin und dieser Keimling riecht wie Marzipan, wie Mandel. Und den könnt ihr so ein bisschen mitkochen. Der enthält zwar ein bisschen Blausäure, aber das wird ja durch Kochen dann wieder neutralisiert, also man macht auch ganz wenig rein. Aber es gibt einen sehr interessanten Geschmack. Man macht das in der Regel in so einen Teebeutel, dann kann man das wieder, oder ein Tee-Ei, dann kann man das wieder rausmachen. Aber es ist sehr interessant auf jeden Fall. So, falls ihr noch Interessantes zur Pflaume bzw. Zwetschge wisst, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare, denn man lernt ja nie aus. Und bevor ihr fragt, ja, ich bin wieder erkältet. So, nur damit ihr mal seht, wie so ein Kern von innen aussieht. Dieser kleine Keim riecht wie Marzipan. Also wirklich original wie Marzipan. Sehr, sehr lecker. Ich würde ihn allerdings nicht so roh essen. Ich habe die Pflaumen jetzt noch ein bisschen gezuckert. 1,5 Esslöffel braunen Zucker habe ich hier genommen, aber ihr könnt auch weißen Zucker nehmen, das ist eigentlich egal. Ich finde, der braune schmeckt noch ein kleines bisschen besser. Die Form habe ich aus dem Kühlschrank. So, und jetzt verteilen wir das Ganze darauf. Wenn ihr es wirklich noch schneller machen wollt, dann halbiert die Pflaumen einfach und schmeißt sie einfach rein. Das ist nach dem Backen. Wenn die Streusel drüber sind, sieht man da eh nicht so viel. Und jetzt geben wir unsere Streusel drauf. Ich musste noch mal welche nachmachen, weil ich die Hälfte weggenascht habe. So, schön verteilen. So, schon ist das Ganze fertig zum Backen. So, der Kuchen wandelt jetzt im Ofen, 180 Grad, Ober-Unterhitze, schiebt ihn in die mittlere Schiene, schätze mal so 40 Minuten, 40, 50, maximal eine Stunde und dann sollte der fertig sein. Der Kuchen ist fertig, 40 Minuten genau hat es gedauert. Sieht richtig, richtig lecker aus. Natürlich ist ein bisschen Saft ausgelaufen, macht aber gar nichts. Ich stelle ihn jetzt erstmal für ein paar Minuten auf ein Gitter. Lass ihn erstmal etwa 5 bis 10 Minuten ein kleines bisschen abkühlen, bevor ich ihn hier raushole. Dann kann sich der Teig ein kleines bisschen setzen und dann holen wir ihn aus der Form raus. So, bevor ich ihn rausnehme, schneide ich immer kurz einmal mit dem Messer drumherum. Normalerweise dürfte nichts passieren, wenn ihr die Form gut gebuttert habt. Hopp. Der Kuchen ist jetzt abgekühlt. Ich habe ihn jetzt auf ein Schneidebrett getan. Könnt ihr natürlich auch auf eine Kuchenplatte machen. Und dann puddern wir das Ganze noch ein bisschen. Und dann ist es auch schon Zeit, den Kuchen anzuschneiden. So, probiert es unbedingt aus. Es lohnt sich wirklich, es ist wirklich einfach nur lecker. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht getan habt. Das könnt ihr hier unter dem Video einmal abonnieren klicken, die Glocke noch dran klicken. Dann verpasst ihr nämlich keines meiner Videos mehr. Und dann hoffe ich, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao, ciao.